Salzburg, Ende März. Kein Schnürlregen, keine Rede von barocker Stadtlandschaft. Nicht ein Wort über und kein Ton von Mozart. Stattdessen Winterstürme, Richard Wagner und ein Festspielpublikum, das eines anderen Salzburger Musikers wegen gekommen ist, Herbert von Karajans. An diesem von Schneeregen unterkühlten Palmsonntag ist Premiere des jüngsten Festivals der Welt, der Osterfestspiele Salzburg. An diesem Tag und an den 8 folgenden Abenden spielt Karajan mit dem höchsten Einsatz seiner bisherigen Karriere. Er ist nicht nur Dirigent aller Aufführungen und Konzerte, sondern auch Regisseur, Veranstalter, Finanzier und Organisator. Ein Kritiker wird schreiben, dass Wagner das Stück komponierte, wirkt fast wie ein Schönheitsfehler. Gemeint ist die Walküre. In dämmerigen Szenerien, die manchmal an die Schraffuren Munkscher Holzschnitte erinnern, lässt der Regisseur Karajan einen komplizierten Bühnenmechanismus ablaufen. Das große Ereignis aber spielt nicht auf der Bühne, sondern im Orchestergraben. Karajan musiziert einen leisen, kulinarischen, durchsichtigen Wagner mit den Berliner Philharmonikern, deren Leistung mit hinreißend, phänomenal und einzigartig nur schwach beschrieben wäre. In diesem Punkt zumindest war sich danach die internationale Kritik einig. Hans-Georg Lenz, Musikkritiker aus Kopenhagen. Die Walküre, wie sie hier in Salzburg gezeigt wird, ist ein heute wahrscheinlich unüberbietbares künstlerisches Ereignis, aber doch eben ein sehr zwiespältiges Ereignis. Das Schwergewicht der Aufführung liegt bei den Berliner Philharmonikern und von dort her nimmt dann das Interesse für die Vorstellung schrittweise ab, über die Sänger auf die Bühne hin. Denn was auf der Bühne gezeigt wird, ist illustrierter Mythos, aber nicht irgendwie gedeuteter Mythos und eigentlich nicht neuschöpferisch. Musikalisch gesehen ist die Aufführung sehr aus dem Lyrischen und Klangschwelgerischen her entwickelt, ist sehr sensibel und sehr klug geführt, ist sehr durchdacht und sehr empfindsam, aber leider für meinen Geschmack sehr wenig leidenschaftlich, sehr unerotisch, und das leidenschaftlich-erotische spielt doch wohl eine sehr beträchtliche Rolle, sowohl in dem jubelnden Inzest, in dem Verhältnis Sigmund-Sieglinde, wie auch in der sublimierten Erotik des Wotan-Brünnhilde-Verhältnisses. Natürlich drängt sich der Vergleich mit Bayreuth auf. Karl Löbel, Musikkritiker aus Wien, Verfasser einer Biografie mit dem Titel Das Wunder Karajan, begrüßt einen neuen Wagner-Stil. Herbert von Karajan inszeniert und dirigiert in Salzburg die Walküre von Richard Wagner. Ein Vorhaben nicht gerade unriskant nach Wieland Wagner. Doch Karajan zeigt, dass man auch heutzutage einen anderen Weg gehen kann als Wieland Wagner und seine Nachahmer. Er zeigt, dass man die Walküre auch im Jahr 1967 romantisch darstellen kann. Die Bilder, die das Publikum zu sehen bekommt, sind romantische Bilder. Noch eindrucksvoller ist jedoch das, was der Musiker Karajan mit Wagner macht. Er zeigt nämlich, dass man einen sehr transparenten, intimen, durchsichtigen Wagner, ich möchte fast sagen einen Wagner zum Mitschreiben, musizieren kann. Und es ist sehr interessant, dass die Besetzung, die er ausgewählt hat und die ihm zur Verfügung stand, seinen Intentionen wirklich entgegenkam. Ich glaube, es ist nicht das Schlechteste, wenn Wagner schön und klar und verjüngt gesungen wird. Wagner muss nicht gebrüllt werden. Mit einem Schallplattenpreis wurde Karajans Walküre bereits vor Ostern dekoriert. Und damit sind wir bei den vielfältigen Verflechtungen der neuen Osterfestspiele. Karajan nahm im Herbst die Walküre für die Deutsche Grammophongesellschaft auf, in der Originalbesetzung. Damit ersparte er sich viele kostspielige Orchesterprobentage in Salzburg. Dazu Hans Rutz, Pressechef der Schallplattenfirma. Die Funktion der Schallplatte im Zusammenhang mit den ersten Osterfestspielen in Salzburg sehe ich vor allen Dingen in einer
ökonomischen und in einer künstlerischen Verbindung. Und zwar, die ökonomische ist, glaube ich, ziemlich klar. Die Walküre wurde im Herbst 1966 aufgenommen, sodass sie rechtzeitig zu den Salzburger Osterfestspielen erscheinen konnte. Aber die künstlerische scheint mir noch etwas wichtiger zu sein, denn hier haben, soweit ich weiß, zum ersten Male Schallplatte und öffentliches Musikleben zusammengearbeitet. Und zwar dadurch, dass dieselben Künstler, die auf der Schallplatte zu hören sind, auch hier in Salzburg auf der Bühne zu hören sind. Die Vorteile liegen auf der Hand. Im Übrigen findet diese Idee einer Zusammenarbeit zwischen der Schallplatte und den Osterfestspielen ihre Fortsetzung. Es ist schon allgemein bekannt, dass im nächsten Jahr dann Rheingold hier auf der Salzburger Festspielbühne gegeben werden wird. Und auch zu diesem Zeitpunkt wird die Aufnahme des Rheingold bereits auf der Schallplatte vorliegen. Im übernächsten Jahr wird es dann Siegfried sein, zum Abschluss Götterdämmerung. Die Tonbänder der fertigen Schallplattenaufnahme verwendete Karajan bei den Salzburger Bühnenproben, eine rationelle neue Methode. Während über eine Stereoanlage die sozusagen vorfabrizierte Musik ablief, konnte sich Karajan, der Regisseur, der Inszenierung widmen. Thomas Stewart sang für die Schallplatte und im Festspielhaus den Wotan. Wie wirkt sich Karajans Probensystem bei den Sängern aus? Ja, für einen Opernsänger ist es eine sehr erfreuliche Sache, in das vom Anfang an in die Bühnenproben, statt nur Bühnenproben mit Klavier, hat man dauernd Orchesterproben. Weil mit einem Band, wenn man das mit einem Band probiert, wo das Gesamte dabei ist, Orchester, Sängern selbst, dann ist es genau, als wenn man in die letzten Proben, Bühnenproben, schon vom Anfang an geht. Es ist sehr schön, dass man die Stimme dabei schonen kann, aber immer noch mit dem Ohr hören kann, wie man es doch am Ende singen werde. Die Bühnenbilder der Salzburger Walküre schuf Günther Schneider-Simson. Er ist hier im Gespräch mit einem Herrn aus New York namens Richard Wagner. Ein Zufall. Und doch auch kalkulierte Absicht, denn Mr. Richard Wagner kommt von der Metropolitan Opera. Und dort wird Karajan im November seine Salzburger Walküre wiederholen. Auch das ist Teil des Arrangements, mit dem der Veranstalter Karajan eine möglichst rationelle Auswertung seines Festivals zu erreichen vermag. Die Walküre stand natürlich im Mittelpunkt der ersten Salzburger Osterfestspiele, aber es gab sie nur an 3 Abenden. An den übrigen 6 dirigierte Karajan die Berliner Philharmoniker in Orchesterkonzerten mit Bruckner, Beethoven und Bach. Er probt jetzt eines der brandenburgischen Konzerte. Im Zuschauerraum sitzen an die 500 faszinierte Zuhörer. Und auch das ist neu. Es sind Förderer der Osterfestspiele, leidenschaftliche Karajan-Anhänger, die mit Spenden die Osterfestspiele unterstützen. Karajan hatte sie begrüßt und ihnen gedankt. Da hatte eine Dame zurückgerufen: Wir danken Ihnen.
zweimal dann am Abend. Dankeschön.